Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Der russisch-jüdische Komponist Arthur Lourier ist eine rundum mysteriöse Gestalt gewesen. Der Ort und auch das Jahr seiner Geburt sind unklar. In Dokumenten steht, dass er wohl 1891 in Propoisk geboren wurde. Er selbst gab meistens an, dass er 1892 geboren wurde. Jüngeren Damen gegenüber, aber als wahrer Don Juan nannte er sein Geburtsdatum mit 1893. Und als Geburtsstadt findet man auch heute in den meisten Biografien St. Petersburg, aber das stimmt wahrscheinlich eben auch nicht. Mitte der 1890er Jahre zog die Familie nach Odessa. Dort besuchte er eine Handelsschule und gleich im Anschluss an seinen Abschluss dieser Handelsschule begann er mit einem Kompositionsstudium. Der musikalische Einfluss, wieder wie so oft bei jüdischen Komponisten, von der Mutter, die eine sehr gute Amateurpianistin war. Er studierte dann bei Alexander Glasunow, jetzt aber tatsächlich in St. Petersburg. Glasunow war damals der bekannteste Kompositionslehrer in Russland. Dieses Studium hat Arthur Lourier nie abgeschlossen. Er hat sich 1910 den Futuristen angeschlossen in Russland. Da steht auch in Biografien immer wieder, seine Musik sei auch futuristisch gewesen. Er sei einer der wichtigsten Vertreter der futuristischen Musik. Das lässt sich auch nicht ganz nachvollziehen, weil seine Musik eigentlich dem Stil der Ästhetik des Futurismus nicht entspricht. 1913 dann konvertierte er zum Katholizismus und änderte auch seinen Namen, ursprünglich Naum Israelewitsch Luria, zu Arthur Lourier. Grund dieser Konvertierung war wahrscheinlich oder ist eigentlich sicher, dass das eine Heirat war. Eine polnische Katholikin hat er geheiratet und damals waren Mischehen in Russland schlichtweg verboten. 1913 war er dann auch eng mit Künstlerkreisen in Russland verbandelt. Er hatte eine kurze Zeit sogar eine Affäre mit Anna Achmatowa, eine auch heute noch sehr bekannte Dichterin, war auch mit Ossip Mandelstam gut bekannt und befreundet. Zusammen mit Alexander Chlebnikow war er Teil einer revolutionären Gemeinschaft. Sie nannten sich Präsidenten des Planets Erde. Und sie waren als Revolutionäre auch beteiligt an der bolschewistischen Revolution 1917. Und ja, vielleicht als Belohnung dafür wurde er dann im Anschluss nach erfolgreicher Revolution Chef der Musikkommission und Berater der Regierung in Musikfragen. Lourier war mittlerweile von seiner ersten Frau geschieden und heiratete nun ein zweites Mal, 1922, und emigrierte nach Berlin. Es ist ein bisschen unklar, warum er nach Berlin emigrierte, aber es ist wohl anzunehmen, dass er sich mit den Kollegen in der Musikkommission verkracht hatte und auch von der Art des Bolschewismus, wie es zu der Zeit in der Sowjetunion gelebt wurde, sich distanziert hatte. Er kam nun also in Berlin an und war relativ erfolgreich als Komponist. Dennoch zog er dann 2 Jahre später, 1924, weiter nach Paris, jetzt mit seiner dritten Ehefrau. Sein Wesen wurde übrigens als sehr dandyhaft beschrieben, auch sein Kleidungsstil wohl sehr extravagant. Und drum auch vielleicht deshalb der häufige Wechsel der Ehepartnerinnen. 1924 angekommen in Paris, lernte er Igor Strawinski kennen und es begann eine enge Freundschaft und auch eine enge Zusammenarbeit. Er half Igor Strawinski mit Einrichtungen von Klavierauszügen, schrieb Texte für ihn und vielleicht dieser Einfluss auch führte dazu, dass sich sein Stil wandelte. Er wandte sich jetzt dem Neoklassizismus zu, eine Bewegung,
die Igor Strawinski vor allem anführte und der sich nun auch Arthur Lourier inhaltlich anschloss. Das zu hören auch in dem Werk, das wir neu aufgenommen haben, der Link unter diesem Video in der Beschreibung, A Little Chamber Music. Eine Mischung aus sehr monumentaler Musik für Streichorchester, aber auch durchaus Einflüsse der Barockmusik, die so typisch für diesen neoklassizistischen Stil ist. Ende der 30er Jahre gab es einen großen Krach zwischen Arthur Lourier und der Familie Strawinski, wo er mittlerweile schon fast wie ein Familienmitglied war. Der Krach fand wohl zwischen ihm und der zweiten Ehefrau von Igor Strawinski, Vera Strawinski, statt. Er muss ziemlich groß gewesen sein, denn Igor Strawinski löschte sämtliche Spuren Arthur Louriers aus seinem Leben. Dennoch war er nun als Komponist immer erfolgreicher und Höhepunkt dieses Erfolgs war, als 1940 an der Grand Opéra in Paris seine Oper Das Fest während der Pest geprobt wurde. Allerdings fand die Aufführung nie statt, denn die deutschen Besatzungstruppen setzten die Aufführung einfach ab. Und Lourier erkannte, dass es Zeit für ihn war, zu fliehen. Mit Hilfe des damals sehr bekannten russischen Dirigenten Sergei Kussewitzki gelang ihm die Flucht nach New York. Dort verbrachte er allerdings seine verbliebenen 26 Jahre seines Lebens unter relativ tragischen Umständen. Er war als Komponist komplett vergessen, hatte große finanzielle Schwierigkeiten und starb relativ vereinsamt 1966 in Princeton. Ich hoffe, ihr interessiert euch noch für weitere jüdische Themen, jüdische Musik, jüdische Kultur. All das findet ihr auf unserem Channel. Liked unserem Channel, folgt uns und dann werdet ihr immer über neue Videos informiert.